wir zeigen euch heute 6 typische Ausdrücke bzw. Redewendungen aus diesem Buch Meine wundervolle Buchhandlung von Petra Hartlieb. 3 davon sind im Standarddeutsch, 2 davon sind im Dialekt. Los geht's! Grüß euch! Wir sind Nati und Verena. Bei uns dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch auf eurem Weg vom ersten Kontakt mit dem Dialekt bis hin zu dem Moment, wo Gespräche verstehen kein Problem mehr ist. Starten wir mit der ersten Redewendung. Nummer 1. Sich aufs Ohr legen. Im Buch schreibt Petra diesen Satz. Oliver legt sich ein Stündchen aufs Ohr. Der Ausdruck sich aufs Ohr legen ist sehr typisch, um zu sagen, dass wir ein Nickerchen machen. Also, dass wir uns kurz hinlegen, um uns ein wenig auszuruhen. Ausruhen oder ausrasten, wie wir in Österreich auch sagen. Und ihr könnt bei uns auch die Version sich aufs Ohr hauen hören. Das würden wir persönlich eher sagen. Und wir verwenden auch eher den Ausdruck ausrasten als ausruhen. Also zum Beispiel, ich rast mich nur kurz aus. Ich bin so miert heut. Aufs Ohr legen oder hauen könnte je nach Kontext aber auch schlafen gehen meinen. Also sich nicht nur kurz ausruhen, sondern wirklich ins Bett gehen. Hier noch ein paar Beispiele. Ich bin voll miert, ich hau mir aufs Ohr. Wo ist denn der Wolfgang? Er hat sich nur aufs Ohr gehauen, bevor er losfährt. Passt, wir hauen uns aufs Ohr. Bis morgen! Wenn wir schon beim Dialekt sind, schauen wir uns doch gleich noch ein typisch süddeutsches und österreichisches Adjektiv an, oder? Nati. Nummer 2. Deppert. Hier schreibt Petra, die glauben wohl, wir sind total deppert. Deppert meint einfach dumm oder blöd. In Süddeutschland und Österreich kommt es wirklich sehr häufig vor. Auch wir verwenden es oft, wenn wir uns zum Beispiel ärgern. Das klingt dann beispielsweise so. Das ist echt deppert, das funktioniert einfach nie. Weitere Beispiele sind, was tust denn so deppert? Hör mir auf mit den depperten Sprüche. Übrigens, es gibt auch einen typischen Ausruf und zwar, ja bist du deppert. Damit drücken wir Überraschung oder Verblüffung aus. Wenn ich zum Beispiel beeindruckt bin, dass einer meiner Freunde einen Marathon gelaufen ist, könnte ich sagen, ja bist du deppert, das ist echt eine starke Leistung. Auch für negative Situationen können wir diesen Ausdruck verwenden. Zum Beispiel, wenn eine Lawine abgegangen ist und vieles zerstört hat. Mit beispielsweise, ja bist du deppert, schlimm was da passiert ist, drücken wir unsere Betroffenheit oder Schock aus. Schauen wir jetzt zur nächsten Redewendung im Buch, Verena. Nummer 3. Unter einen Hut bringen. Hier sehen wir, dass Petra die Redewendung unter einen Hut bringen verwendet. Das ist umgangssprachlich und meint, dass wir es schaffen, verschiedene Dinge wie Arbeit, Kinderbetreuung, den Freundeskreis und die Familie alles in Einklang zu bringen. Die Redewendung meint also, dass wir die Balance in diesen Bereichen einfach gut hinbekommen und auch, dass all diese verschiedenen Bereiche genug Aufmerksamkeit bekommen und gut funktionieren. Ein gutes Zeitmanagement kann uns beispielsweise helfen, alles unter einen Hut zu bringen. Hier noch ein paar Beispiele. Ich fühle mich voll überfordert. Hast du eine Idee, wie ich das alles unter einen Hut bringen kann? Sie ist immer so super organisiert und bringt alles unter einen Hut. Haus, Kinder, Arbeit, Verein. Wie bringt sie das bitte alles unter einen Hut? Herr Verena, jetzt könnten wir eigentlich alle, die gerade zuschauen, fragen, wie sie alles unter einen Hut kriegen, oder? Oder schreibt gleich mehrere Kommentare, weil jeder Kommentar hilft, dass unsere Videos mehr Lernende erreichen. Danke! Übrigens, im Buch von Petra Hartlieb lernt ihr nicht nur viele typische Ausdrücke, sondern auch viel über die Kultur und die Menschen in Österreich. Denn Petra schreibt über ihr eigenes Leben und wie sie eine Buchhandlung in Wien übernommen hat. Ihr taucht mit ihr also in das Alltagsleben in Österreich ein. Lest das Buch unbedingt, wenn euch das näher interessiert. Das nächste Beispiel ist wieder sehr typisch in Österreich. Beispiel Nummer 4. Na servus. Hier sehen wir, na servus, meinte er nur und betrachtete kopfschüttelnd den farbbeklecksten Overall. Na servus oder na servus ist ein sehr typischer Ausdruck. Servus oder servus allein ist eigentlich eine Begrüßung oder ein Verabschiedungswort. Wenn ich Verena also zufällig auf der Straße begegne, könnte ich sagen, servus Verena, was machst denn du da? In Kombination mit na, also na servus oder na servus, drücken wir aber meist eine negative Verblüffung oder Überraschung aus. Die Bedeutung hängt stark davon ab, wie wir es sagen. Im Beispiel im Buch möchte man mit na servus wahrscheinlich ein negatives Erstaunen ausdrücken. Servus und
Na servus, haben wir euch übrigens auch schon in anderen Videos gezeigt. Machen wir jetzt aber weiter mit der letzten Redewendung, Verena. Nummer 5. Wie aus Kübeln schütten. Hier schreibt Petra Hartlieb, es schüttet wie aus Kübeln. Wenn es sehr stark und heftig regnet, dann sagen wir in Österreich typischerweise, es schüttet wie aus Kübeln. Und das klingt dann in unserem Dialekt wie es schütt wie aus Kübeln. Oft verwenden wir aber auch nur schütten, also zum Beispiel, boah, heute schütt's voll. Damit meinen wir eben auch einen sehr, sehr starken Regen. Alternativ wären übrigens wie aus Eimern gießen oder aus Kübeln gießen oder in Strömen regnen möglich. Welchen Ausdruck verwendet ihr? Hier noch ein paar Beispiele im Dialekt. Ah, geh so ein Schatz, ich wollte spazieren gehen und jetzt schütt's voll. Ma, gestern hat's so geschütt. Oder gestern hat's geschütt wie aus Kübeln. Warum ist denn bei dir so laut? Ja, schütt grad wie aus Kübeln. Ja, eine Sache musst du aber jetzt schon noch sagen, Verena, wenn wir über den Regen reden. Was meinst? Ja, Salzburg und Regen. Ah, stimmt. Als Salzburgerinnen wissen wir, dass es gerne viel und stark in Salzburg regnet, sodass der Salzburger Regen mittlerweile sogar eine eigene Bezeichnung bekommen hat. Der Salzburger Schnürlregen. Beziehungsweise der Salzburger Schnürlregen. Es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag darüber. Dieser beschreibt den Salzburger Regen als eine spezifische Form des Sprüh- oder Nieselregens, die insbesondere im Salzkammergut häufig vorkommt und zumeist länger anhält. Ja, das können wir eindeutig bestätigen. An Schnürlregen kennen wir gut. Ein bisschen zu gut vielleicht. Wir hoffen, dass ihr heute wieder was lernen habt können. Wie immer sagen wir danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich doppelt so viel Spaß. Naja, ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Geht gar nicht. Wie ticken ÖsterreicherInnen eigentlich? Und was sind typische Umgangsformen, die unseren Alltag prägen?